Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und in diesem Video möchte ich dir erstmal mein neues Schnittmuster Mizibeck vorstellen und anschließend die Nähanleitung dafür zeigen. Und hier sind als erstes schon mal die Maße. Das ist die Mizibeck 30 x 21 cm und Little Mizibeck 27 x 18 cm. Da hast du einmal hier natürlich die Fronttasche, ein richtig schöner Platz für deine Lieblingsstoffe. So groß ist die Tasche, die sich dahinter verbirgt. Und die Haupttasche wird mit einem Reißverschluss verschlossen. Auf der Rückseite befinden sich noch 2 Steckfächer. Du kannst die Tasche mit dem Riegel nähen, der dann vorne mit einem Druckknopf die kleine Tasche verschließt. Oder auch ohne Riegel, dann kommt der Druckknopf direkt auf die Tasche. Hier zeige ich jetzt nochmal das Innenfach. Erst nochmal hier einen kleinen Blick auf den Druckknopf. Und hier kann man das jetzt noch ein bisschen besser mit den Steckfächern erkennen. So groß sind die, da passt auf jeden Fall ein Handy mit rein. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, einfach die Ringe wegzulassen und gar keinen Gurt zu nähen und ein süßes Täschchen für dies und das zu nähen. Macht einfach super viel Spaß. Bei dem Gurt nähe ich im Video das Gurtband selbst aus dem Außenstoff. Man kann natürlich auch einfach stattdessen Gurtband nehmen oder hier bei der Tasche habe ich einen alten Ledergürtel mit Nieten an den Karabinern befestigt. Das Schnittmuster biete ich jetzt in meinem Shop an. Ich hoffe natürlich, es gefällt dir. Ich kann sagen, es macht auf jeden Fall unheimlich viel Spaß, es zu nähen. Jetzt kommt erstmal die Nähanleitung. Viel Spaß dabei! Hier siehst du alle Teile, die du für die Tasche benötigst, wenn du sie mit Riegel nähst. Einmal für die Fronttasche, zweimal das Schnittteil Außentasche und Innentasche und viermal das Hauptteil. Dort die Mitte markieren und an einem Außenstoff kann man einen kleinen Schnitt in den Stoff machen, dort wo das Band für den D-Ring endet. Den Riegel zweimal und hier stehen die Sachen, die zusätzlich zugeschnitten werden müssen. Die Riegelabdeckung einmal für die Reißverschlussenden, für die D-Ringe, Gurtband, falls du das nähen möchtest. Geht natürlich, wie gesagt, auch einfaches Baumwollgurtband. Hier ist ein Stück Vlies, das unter die Druckknöpfe gebügelt wird. Und dort sind die Sachen, das Material, was für die Tasche benötigt wird. Los geht es mit den beiden Teilen für die Außentasche. Die Teile werden erstmal am Boden aufeinander gelegt und dann kommt das Schnittmuster da drauf und dort siehst du ja die Position von dem Druckknopf und das markiere ich hier mit diesem Stift, mit diesem Nagelstift. Und auf die linke Stoffseite kommen nun die Fließstücke. Dafür schneide ich das Stück mal in 4 Teile. Und dann bügele ich je ein Teil auf die linke Stoffseite. Dann kommen die beiden Stoffe an der oberen Kante rechts auf rechts aufeinander, werden dort mit ein paar Klammern fixiert und dann dort zusammengenäht. Ich lege erstmal den Stoff bei 1 cm Nahtzugabe an und versetze dann die Nadel 1 mm nach rechts, sodass man eine Nahtzugabe von 0,9 cm hat. Und so nähe ich dann die beiden Stoffe aufeinander. Die Nahtzugaben werden nun in die Richtung des größeren Stoffes gebügelt. Erstmal von der linken Seite und dann wird das auch von rechts nochmal glatt gebügelt. Anschließend legst du die Stoffe links auf links aufeinander.
Die Schnittkanten unten treffen aufeinander und dann wird die obere Kante, der Stoffbruch, nochmal gebügelt. So sieht das jetzt aus und nun wird das an der unteren Kante von dem Umbruch knappkantig abgesteppt. Ich zeige jetzt als erstes, welchen Druckknopf du anbringst, wenn du mit dem Riegel nähst. Dann muss ja dieser Knubbel auf die Tasche. Dafür vergrößere ich erstmal das Loch und befestige dann den Druckknopf. Das Gegenstück befestige ich ja später auf dem Riegel. Jetzt zeige ich kurz das andere Modell. Da ist der Druckknopf ja komplett auf der Tasche. Das heißt, das glatte Teil muss vorne auf den Außenstoff und der Knubbel auf die Tasche. Dafür markiere ich jetzt mal kurz auf der Tasche, wo die Position von dem Druckknopf ist und bügel ein Stück Vlies hinten drauf. Dann kann der Druckknopf befestigt werden. Auf die Außentasche kommt ja nun das glatte Stück von dem Druckknopf und auf das Teil von der Haupttasche kommt der Knubbel. Das ist der Unterschied beim Druckknopf. Jetzt geht es ganz normal weiter und zwar mit einem Teil von der Haupttasche Außenstoff. Links auf rechts kommt nun die Tasche unten an die Kante. Die Teile werden nun so aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist 0,5 cm. Als nächstes nimmst du dir die beiden Stücke für die D-Ringe. Die werden einmal links auf links mittig gefaltet, dann aufgefaltet, die äußere Kante zur Mitte und das wieder zusammenklappen. Die Teile werden auf beiden Seiten knappkantig abgesteppt. Die Streifen nun durch die D-Ringe schieben und dann werden die gleich auf dem Vorderteil platziert. Die obere Kante kommt an den Schnitt und der D-Ring ragt 2 cm, also bis zum Knick, auf den Stoff. Hinten steht das etwas über. Die D-Ringe werden dann schon mal auf den Stoff genäht. Die Nahtzugabe ist 0,5 cm. Jetzt geht es weiter mit dem anderen Teil der Haupttasche, Außenstoff, dem Riegel und der Riegelabdeckung. Den Druckknopf markieren. Auf die linke Stoffseite Vlies aufbügeln. Die Stoffe rechts auf rechts legen und dann, ich zeichne mir hier die Nahtzugabe ein, damit ich einen schön gleichmäßigen Riegel erhalte und halt auch sehe, an welcher Stelle ich den Stoff drehen muss, beziehungsweise auch gerade an der Wendeöffnung, damit ich da auf der gleichen Linie bin, weil man da ja die Naht nicht durchnäht. Also auf einer Seite eine Wendeöffnung von 5 cm markieren.
Die Nahtzugaben zurückschneiden, an den Ecken wegschneiden und rechts und links an den Rundungen ein bisschen in den Stoff einschneiden. An der Wendeöffnung die Nahtzugabe stehen lassen. Vorsichtig die Ecken ausformen, anschließend bügeln, die Wendeöffnung aufeinander stecken und dann das Ganze knappkantig absteppen. Jetzt kommt das zweite Teil vom Druckknopf an die Tasche und dafür vergrößere ich auch erstmal wieder das Loch und befestige dann den oberen Teil vom Druckknopf. Die Riegelabdeckung, so wird das ja nachher darüber genäht, kommt rechts auf rechts. An der langen Seite wird eine Wendeöffnung von 5 cm markiert. Aufeinander nähen, die Nahtzugabe ist 1 cm. Dann die Nahtzugaben wie vorhin zurückschneiden und das Stück wenden und bügeln. Jetzt kommt der Riegel auf den Stoff. Dafür markiere ich mir hier nochmal auf der Fläche die Mitte und 4 cm vom oberen Rand ist das Ende vom Riegel. Feststecken und auf den Stoff aufnähen. Mit dem Stoffbruch nach oben kommt nun die Riegelabdeckung auf den Riegel, so circa 1 cm liegt er darunter. Feststecken und knappkantig auf den Stoff aufnähen. Jetzt geht es weiter mit den 3 Teilen für die Innentasche. Sind einmal die beiden Teile für die Haupttasche und hier für die Innentasche bzw. die Steckfächer. Dort wird der obere Rand 2 x 1 cm links auf links gebügelt. Das Umgebügelte wird dann dort an der Kante aufeinander genäht. Dieses Teil wird nun links auf rechts auf eins von den Innentaschenteilen gesteckt und aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist 0,5 cm. Wenn diese Naht fertig ist, dann einmal kurz die Mitte markieren und dann dort mittig einmal bis zum Ende nähen und so hat man die Tasche in 2 Fächer unterteilt. Sie kann natürlich genauso gut offen bleiben. Dann geht es weiter mit dem Reißverschluss. Die Stoffe für die Enden vom Reißverschluss links auf links, mittig falten, auffalten, die offenen Kanten zur Mitte und dann wieder zusammenfalten und das Stück rechts und links auf die Enden vom Reißverschluss stecken. Die Teile werden dann dort, knapp am Rand, auf den Reißverschluss genäht. Überstehenden Stoff abschneiden und dann bei dem Reißverschluss die Mitte markieren. Dann wird der Reißverschluss an die Haupttasche genäht.
Das sind die beiden Rückseiten von der Tasche, hier die Steckfächer und das mit dem Riegel, das ist ein Pärchen und das sind die beiden Vorderseiten. Der Reißverschluss kommt nun rechts auf rechts erstmal an die Mitte, an den Knips von dem Taschenteil und dann stecke ich rechts und links noch eine Klammer und dann kommt der Innenstoff links auf rechts. Das heißt, die rechte Seite vom Stoff kommt an die linke Seite vom Reißverschluss. Das mit ein paar Klammern aufeinander stecken und dann wird das Ganze aufeinander genäht. Ich habe hier schon mal den Reißverschlussfuß eingesetzt und gucke, dass die beiden Stoffe genau aufeinander liegen, Anfang und Ende der Naht verriegeln und ja, so Nähfüßchen breit nähe ich nun die Stoffe aufeinander und der Reißverschluss ist zwischen den beiden Stoffen. Jetzt kommen die anderen beiden Teile auf die andere Seite vom Reißverschluss und werden genauso wie eben aufeinander genäht. Was erledigt ist, den Stoff vom Reißverschluss wegbügeln. Hier beginne ich auf der Innenseite und anschließend den Außenstoff schön vom Reißverschluss wegziehen und flach bügeln. Und anschließend wird das knapp daneben an der Kante abgesteppt. Jetzt unbedingt den Reißverschluss öffnen und die Teile Außenstoff und Innenstoff aufeinander stecken. Hier am Reißverschluss lege ich die Nahtzugaben auseinander und achte darauf, dass die Naht genau aufeinander trifft. Am Boden der Innentasche markiere ich eine Wendeöffnung. Die Wendeöffnung ist 12 cm groß. Jetzt nähst du die Taschen von Nadel zu Nadel aufeinander. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Anfang und Ende der Naht natürlich gut verriegeln. Da der Gurt nicht mehr von rechts abgesteppt wird, nähe ich hier einmal hin, zurück und wieder hin und dann weiter bis zur anderen Seite und dort natürlich das gleiche. An den Rundungen den Stoff mit einer Zickzackschere abschneiden oder alternativ halt so kleine Dreiecke in den Stoff schneiden, aber nicht zu weit an die Naht. Das Überstehende von den D-Ringen abschneiden und dann durch die Wendeöffnung das Ganze auf rechts wenden.
Die Nahtzugaben der Wendeöffnung nach innen legen, das Ganze aufeinander stecken und knappkantig zusammennähen. Das Täschchen ist jetzt schon mal fertig. Jetzt fehlt als letztes nur noch das Gurtband, das ich ja selber nähen werde. Und dafür lege ich die langen Kanten der Länge nach erstmal links auf links, falte das auseinander und die äußeren Kanten wieder zur Mitte. Und ich gehe jetzt auch mal zum Bügelbrett und bügel das alles. Dann nähe ich das wieder an beiden Seiten auf der kompletten Länge ab. Nun kommt es an die Leiterschnalle. Das Gurtband um den mittleren Steg der Leiterschnalle legen, das Ende umklappen und auf dem anderen Gurt feststecken. Und dann wird das dort mit einem Rechteck aufeinander genäht. Dann nimmst du einen von den Karabinern, fädelst den Gurt dadurch, als nächstes durch die Leiterschnalle, dann durch den zweiten Karabiner das Ende wieder ein Stück umklappen und auf dem Gurt feststecken und nähen, genauso wie eben. Jetzt noch ein letztes Mal nähen und dann ist das Täschchen fertig. Ich hoffe natürlich sehr, dass dir mein Video gefallen hat und freue mich, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Schreib mir gerne auch einen Kommentar und wenn es nur ein Smiley, Herz oder sonst irgendwas ist oder einen Daumen hoch als Emoji, das ist eine super Unterstützung für meinen Kanal, die auch kostenlos ist. Apropos Kanal, hast du ihn schon abonniert? Wenn nicht, dann mach es doch vielleicht heute. Jetzt noch mal kurz zu meinem Schnittmuster. Falls du dich für das Schnittmuster interessierst, klick doch einfach mal in meinen Shop. Vielleicht kennst du meinen Shop ja noch gar nicht. Reinklicken lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe noch viele andere Schnittmuster und einige davon sind auch Freebooks. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!